Wenn du vorhast, ins steuergünstige Ausland umzuziehen und dann in Zukunft aus deinem Kapitalvermögen leben möchtest, dann ist es ganz wichtig, dass du dich mit dem Thema Quellensteuer auf Dividenden auseinandersetzt. Und deswegen wollen wir dir in diesem Video 11 Länder vorstellen, in denen es keine Quellensteuer auf Dividenden gibt. Wenn du in einem Land wie Deutschland oder Österreich lebst oder auch in der Schweiz, dann sind oftmals die Quellensteuern, die im Sitzstaat des Emittenten auf Dividenden erhoben werden, gar kein wirkliches Thema für dich. Du bist dir dieser Quellensteuern eigentlich gar nicht bewusst. Und das hat folgenden Grund. Nehmen wir einmal an, du hast jetzt Coca-Cola-Aktien, du wohnst in Deutschland, dann gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den USA. Wenn Coca-Cola nun Dividenden an dich bezahlt, dann werden in den USA reduzierte Quellensteuern in Höhe von 15% fällig. Diese werden dann bei der deutschen Abgeltungssteuer in Höhe von 25% plus Soli angerechnet. Du zahlst also nur diese 25% plus Soli. Von den 15%, die dir da schon in Amerika abgezogen wurden, bekommst du gar nichts mit. Mal angenommen, du ziehst nun nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die VAE und die USA haben kein Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, in den USA auf Dividenden, die Coca-Cola dir zahlt, werden nun nicht 15% fällig, sondern 30%. Und du hast ja überhaupt keine Steuern, die du in den VAE bezahlen musst. Ja? Das heißt, auf einmal hast du 30%, die du an Quellensteuer bezahlen musst. Du zahlst also mehr, als du tatsächlich in Deutschland bezahlen würdest an Steuern. Und wenn du nur ein starkes Dividendenportfolio hast, dann machen sich diese Quellensteuern schon ganz enorm bemerkbar. Vor allen Dingen eben dann, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst. Daher ist es besonders attraktiv, wenn du Anteile an Unternehmen kaufst, die in einem Sitzstaat ansässig sind, in dem es keine Quellensteuern gibt. Und davon will ich dir heute einmal die wichtigsten 11 weltweit vorstellen. Wenn der Sitzstaat des Unternehmens keine Quellensteuer erhebt, dann bedeutet dies, dass du 100% der Dividende ausgeschüttet bekommst. Ja? Also wenn wir nochmal ein Beispiel nehmen, wie gerade eben, sagen wir mal, du hast jetzt eine Aktie eines Unternehmens, was in einem solchen Staat ansässig ist. Dieses Unternehmen bezahlt 100 Euro Dividende, dann kommen die 100 Euro bei dir an und es wird nichts in dem entsprechenden Land vorher nochmal an Steuern abgezogen. Das ist also ein Riesenunterschied, den das machen kann, üblicherweise eben bis zu einem Drittel oder 30%. Nun also die 11 Länder, die keine Quellensteuer erheben. Über einige dieser Länder haben wir schon gesprochen. Nummer 1, UK. Im UK gibt es bekanntlich viele große Konzerne, die Dividenden ausschütten und auf diese gilt, es wird keine Quellensteuer fällig. Es spielt übrigens keine Rolle, ob dieses Unternehmen hier an der Börse in London gelistet ist oder irgendwo anders. Viele britische Unternehmen sind ja mittlerweile auch zum Beispiel in New York gelistet. Hier wird keine Quellensteuer fällig. Kaufst du Aktien über die Börse in London, musst du allerdings auch vorsichtig sein, denn viele irische Unternehmen sind wiederum ebenfalls in London gelistet und die Firmenendung ist auch in Irland PLC. Das kann man also leicht mit den britischen PLCs verwechseln. Und dann wird eben auch möglicherweise in Irland Quellensteuer fällig, abhängig von deinem Wohnsitzland. Ein ähnliches Problem gibt es in Hongkong. Das ist das zweite Land auf unserer Liste. Auch hier keine Quellensteuer. Wenn du von einer Gesellschaft aus Hongkong Dividenden bekommst, bekommst du allerdings Dividenden von einem chinesischen Unternehmen. Diese sind auch oft in Hongkong gelistet, dann werden 10% Quellensteuer fällig. Das dritte Land in unserer Liste ist Brasilien. Auch hier keine Quellensteuer auf Dividenden. Es gibt sehr große Unternehmen in Brasilien. Auch das könnte für dich interessant sein. Land Nummer 4 ist Singapur. Auch in Singapur gibt es keine Quellensteuer. Das heißt also, Unternehmen, die in Singapur ihren Sitz haben, singapurische Gesellschaften, also Dividenden auszahlen, bezahlen keine Quellensteuer. So, nun kommen wir mal nach Europa. Es gibt ebenfalls keine Quellensteuer in Ungarn. Ungarn hat ja sowieso auch eine sehr niedrige Körperschaftssteuer, nur 9% und eben dann auch keine Quellensteuer.
Das kann also sehr interessant sein, wenn du eben hier Unternehmen aus Ungarn findest, die an der Börse gelistet sind. Es ist natürlich ganz klar, das gilt für Ungarn und auch für ein paar andere der Länder, die ich jetzt gleich noch sagen werde. Hier musst du natürlich vielfach erstmal Research machen. Ja, also diese Suche nach Unternehmen, die letztlich Dividende an dich ausschütten können ohne Quellensteuer, ist natürlich manchmal ziemlich aufwendig, da natürlich in den meisten Ländern Quellensteuer fällig wird. Ja. Und sicherlich ist Ungarn ein relativ kleines Land. Da muss man also schon hier natürlich sehr guten Research machen. Auch das nächste Land auf unserer Liste, Estland, da hat sich die Börse in den letzten 20 Jahren sehr gut entwickelt. Aber auch hier, ich denke, die meisten estnischen Unternehmen sind uns nicht bekannt. Hier musst du erstmal Research machen, was überhaupt für dich passt. Und du musst eine Risikoabwägung machen, ob du hier investieren willst. Das ist natürlich schade, wenn du hier in einem solchen Land investiert bist und dann alles verlierst. Das Gleiche gilt für Lettland, Land 7 in unserer Liste. Auch dort gibt es einige interessante Unternehmen. Land Nummer 8 sind die VAE, die Vereinigten Arabischen Emirate. Da hat sich natürlich in den letzten Jahren extrem viel getan. Auch hier gibt es eine niedrige Körperschaftssteuer in Höhe von 9%, keine Quellensteuer. Das heißt also, hier landet ein maximaler Teil der Gewinnausschüttung tatsächlich bei dir im Geldbeutel. Katar gilt das Gleiche. Malaysia gilt das Gleiche, Land Nummer 10. Und das letzte Land auf unserer Liste ist Vietnam. So, und jetzt ist der Ball bei dir. Du solltest dich jetzt einmal mit diesen Ländern auseinandersetzen. Das ist jetzt auch nicht die komplette Liste mit Ländern ohne Quellensteuer, aber so mal die wichtigste. Auch diese Länder werden schon für viele wirkliche Nischenländer sein. Das heißt also, hiermit musst du dich damit befassen. Idealerweise befasst du dich natürlich mit sowas, bevor du überhaupt dein Portfolio hier aufbaust. Solange du jetzt natürlich zu Hause, wie zum Beispiel Deutschland, wohnen bleibst, hat diese Quellensteuerfreistellung überhaupt keine Konsequenz für dich. Dann kommt es eben nicht mehr zur Anrechnung und du bezahlst einfach dann die deutsche Steuer. Das heißt also in Deutschland 25% Abgeltungssteuer plus möglicherweise Soli plus Kirchensteuer. Also es ändert sich steuerlich überhaupt nichts für dich. Aber sobald du dann im Ausland bist, kannst du natürlich wirklich auch steuerlich profitieren. Wenn Auswanderung und Plan B auch für dich ein Thema ist und du hierzu steuerliche Fragen hast und nach einer besonders günstigen steuerlichen Gestaltung suchst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, sich im Ausland optimal aufzustellen, ihr bestehendes Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.